Eine Familie, die man als europäisch bezeichnen kann. Die Rothschilds. Sie waren eine international verzweigte Dynastie und sind bis heute in aller Munde. Ein Familienname, dessen Bezug zu Geld, Macht und Einfluss über Generationen sprichwörtlich ist. Kaum eine andere Familie hat Wien mit ihrem Fleiß und Ideenreichtum über Jahrhunderte dermaßen geprägt. Die Rothschilds haben Bedeutendes im Bankwesen, der Wirtschaft und der Industrie Europas geschaffen. Der Aufstieg und Niedergang der Rothschilds war mit der aktuellen Politik und der Geschichte Österreichs eng verbunden. Eine Familie als Spiegelbild der höchst unterschiedlichen, bewegten Zeiten unseres Landes. Rothschild. Ein Name, ein Mythos. Rothschild steht für Reichtum. Unvorstellbaren Reichtum. Was hat Rothschilds Reichtum mit Wien zu tun? Ist das Geld hier geschaffen worden? Wer in der Stadt hat davon gewusst, war vielleicht sogar involviert? Ist dieses Imperium nur hier in Wien entstanden oder gibt es Verbindungen in andere Länder? Welches Genie stand hinter all diesen Machenschaften? Wo ist der Anfang zu suchen? War das alles im Schatten des Kaiserhauses oder haben die Habsburger sogar mitgeholfen? Sicher ist jedenfalls, dass nie zuvor, nie danach eine Familie Ähnliches geschaffen hat. Rothschild legt vor, alle anderen ahmen nach. Feste, Lebensstil, prachtvolle Palais, Eleganz, alles, was mit Geld zu kaufen ist, wird gelebt. Rothschilds Reichtum ist eine Welt für sich. Es ist die große, weite Welt mitten in Wien. Wenn man heute mit dem Namen Rothschild konfrontiert wird, assoziiert man eigentlich gleich Begriffe wie Reichtum, Einfluss, Geld, ein immenses Vermögen. Das Interessante dabei ist aber, dass das alles sehr positiv besetzt ist, dass da keinerlei Neid mitschwingt. Wir kennen auch in Wien das berühmte Sprichwort, wenn jemand sich ständig beklagt über kleine Sorgen, dann sagt man gerne, na, deine Sorgen möchte ich haben und dem Rothschild sein Geld. Der Ursprung dieser Familie, das waren 5 Rothschild-Söhne, die über den ganzen Kontinent verteilt wurden. Frankfurt, Rom, Neapel, Paris und Wien. Da haben die Kinder gewirkt, haben sich untereinander abgesprochen und das war der Ursprung dieses unglaublichen Vermögens. Ein Netzwerk, das bis heute durchaus bewundernswert ist. Die Rothschilds haben, beflügelt vom Geist der Aufklärung, die Welt und ihre Zeitgenossen einen schwindelerregenden Aufstieg erleben lassen. Sie sind ein einzigartiges Phänomen und verkörpern auch heute gelebten Erfolg. Rothschild ist immer noch Vorbild für eine wirtschaftlich orientierte Gesellschaft. Sie sind vermutlich die bekannteste jüdische Aristokratenfamilie, obwohl niemand von ihnen heute noch in Wien lebt. Die Rothschilds haben Institutionen verschiedenster Art gegründet, zeichnen verantwortlich für Fortschritt in Europa. Mit ihren Aktivitäten eröffneten sie Wirtschaftsräume, die bis heute Möglichkeiten für eine tragfähige Basis in Österreichs Wirtschaft geschaffen haben. Wenn wir an die Anfänge der Dynastie Rothschild denken, dann müssen wir uns nach Frankfurt bewegen, genauer gesagt ins Ghetto, in die Judengasse. Dort wurde Meyer Amschel Rothschild 1743 geboren und er muss ein genialer Mann gewesen sein. Man muss sich auch die Umgebung als sehr fruchtbar für ihn vorstellen. Die Judengasse war ganz, ganz eng besiedelt, es waren unglaublich viele Menschen dort und man hat dort nach diesen jüdischen Maximen leben, lieben, handeln, Tradition hochleben lassen und natürlich wohltätig sein. Nach diesen Maximen hat man gelebt und das hat man dann auch ein bisschen so ins Bankgeschäft übertragen und diese Maxime weitergelebt. Das war in der Familie immer sehr, sehr wichtig und war ein grundlegender Eckpfeiler für den Reichtum der Familie Rothschild. Meyer Amschel Rothschild bewohnte sein Haus mit 14 Familienmitgliedern auf engstem Raum. Sie gehörten im 18. Jahrhundert nur zur unteren Mittelschicht. Meyer Amschel Rothschild besuchte wie alle Kinder seiner Zeit eine eher ärmliche Elementarschule bei einem Schulmeister. Eigentlich sollte Meyer Amschel nicht wie seine Vorfahren Händler, sondern Rabbiner werden.
Meyer Amschel und sein Bruder Moses Rothschild bekleideten innerhalb kurzer Zeit hohe Ämter in traditionellen Bruderschaften, wodurch sie rasch hohes soziales Ansehen und berufliche Erfolge erringen konnten. Wir stehen hier an einem der schönsten und vielleicht auch interessantesten Plätzen der Wiener Innenstadt, der sogenannten Freyung. Hier haben sich schon recht früh viele adelige Familien wunderschöne Palais gebaut, zum Beispiel die Harrachs, Daun-Kinsky und so weiter und so weiter. Aber auch die Familie Rothschild, die Anfänge der Familie Rothschild sind eng mit der Freyung verbunden. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wieso heißt die Freyung Freyung? Ganz ums Eck gelegen ist ja hier das Schottenstift, schon seit 1155. Und die Schotten, irisch-schottische Mönche, waren sehr, sehr einflussreich. Die hatten auch eine eigene Gerichtsbarkeit und konnten gegebenenfalls einen Gefangenen, einen Delinquenten freilassen. Daher der Begriff Freyung. Die Entscheidung, die iro-schottischen Mönche nach Wien zu holen, hat der Stadt schon im Mittelalter einen enormen Aufschwung gebracht. Der Hochadel errichtete in der Barockzeit seine Palais mit Vorliebe hier auf der Freyung. Man war im Zentrum und in der Nähe der Winterresidenz der Habsburger, also mitten im Geschehen. Ganz besonders facettenreich wurde der Platz, nachdem Freiherr Heinrich von Ferstel mit seinem Haus für die Österreichisch-Ungarische Nationalbank, dem Sitz der späteren Börse, auch noch ein Finanzzentrum hier schuf. Vor dem Haus, vor dem ich mich jetzt befinde, ist eigentlich nur die Adresse über die Jahrhunderte gleich geblieben. Renngasse 1. Früher war ein berühmtes Hotel hier etabliert, das Hotel Römischer Kaiser, mit angeschlossener Gastwirtschaft. Salomon Rothschild, der erste Rothschild in Österreich, war Stammgast in diesem Haus. Er durfte ja als fremder Jude keinen Grundbesitz und keine Immobilien kaufen. Er hat also immer wieder hier genächtigt und ja, nach ein paar Jahren hat ihm nicht nur das Bett für ein paar Stunden gehört, nein, ein bisschen später das ganze Haus und noch etwas später ein Großteil der Umgebung hier. Umfangreiche Geschäfte mit dem Staat Österreich erforderten den Aufenthalt des Hauses Rothschild in Wien. Seit 1819 reiste Salomon häufig nach Wien und stieg im Hotel zum römischen Kaiser auf der Freyung ab. Der Grund seiner Aufenthalte waren Geschäfte mit dem Kaiserhaus bzw. dessen Vertreter, Fürst Metternich. Eine dauerhafte Niederlassung in Wien hat Salomon vorerst nicht in Erwägung gezogen, weil er dafür persönlich um die Toleranz einer Aufenthaltsgenehmigung beim Kaiser hätte vorsprechen müssen. Das kam für einen Rothschild nicht in Frage. Salomon verschaffte dem Regime Metternich die bedeutende Summe von 200 Millionen Gulden, die das Kaiserhaus dringend benötigte und Metternich erst handlungsfähig machte. Der schillernde Rothschild war für das Kaiserhaus bald wichtiger als die Gunst des Kaisers für Rothschild. Selten trat Salomon persönlich auf. Er sah sich gerne als privilegierte Ausnahme in der Mitte seiner Glaubensgenossen. Seine Sonderstellung in der Wiener Finanzwelt verdankte Salomon zu einem Gutteil seinen hervorragenden Mitarbeitern. Die Feder der Monarchie nannte man Friedrich von Gentz. Er war nicht nur Staatsmann und politisch aktiver Publizist Metternichs, er galt auch als sein engster Vertrauter. Dem Einsatz des vom Kaiser hochgeschätzten Hofbeamten Gentz verdankte Rothschild seinen Zugang zum Hof und seine Akzeptanz in höchsten Kreisen. Dezember 1818. Gentz an seinen Freund Adam Müller. Die Rothschilds bilden in der Tat eine eigene Spezies Plantarum, die ihre eigenen charakteristischen Merkmale hat. Sie sind gemeine, unwissende Juden von gutem äußeren Anstand, in ihrem Handwerk bloße Naturalisten, ohne irgendeine Ahnung eines höheren Zusammenhangs der Dinge, aber mit einem bewunderungswürdigen Instinkt begabt, der sie immer das Rechte und zwischen zwei Rechten immer das Beste wählen heißt. Ihr ungeheurer Reichtum
sie sind die ersten in Europa, ist durchaus ein Werk dieses Instinkts, welchen die Menge Glück zu nennen pflegt. Ich befinde mich hier im Heiligenstädter Park, wo sich die einst weltberühmten Rothschild-Gärten befunden haben, damit man sich eine Vorstellung macht, wie groß 80.000 Quadratmeter, also 8 Hektar, waren diese Gartenanlagen groß. Ein Glashaus über 1 Hektar groß, 12.000 Quadratmeter, damit wesentlich größer als die Glashäuser des Kaisers. Und was hat man mit diesen unglaublich vielen exotischen Pflanzen und Früchten gemacht? Die hat man dann in der Innenstadt im Palais serviert und konnte auch im Winter Orchideen vorzeigen und exotische Früchte als Nachspeise servieren. In den kalten Wintermonaten exotische Früchte zu kredenzen und die Tafel mit frischen Blumen zu schmücken, war nur eine der vielen Traditionen der Rothschilds, die infolge von sämtlichen hocharistokratischen Familien und königlichen Häusern nachgeahmt wurde. Den Rothschilds ist es zu verdanken, dass die Beschäftigung mit dem Gärtnern, der Botanik und das Errichten von Gewächshäusern so hohes gesellschaftliches Ansehen bekam, dass sogar Kronprinz Rudolf den Beruf des Gärtners erlernte. Auch der berühmte Garten des Kronprinzen in Schönbrunn kann als habsburgische Antwort auf die Idee der Rothschilds interpretiert werden. Nathaniel von Rothschilds Liebe galt den Orchideen. Seine Gewächshäuser hatten nicht nur weltweit einzigartige Ausmaße, sie waren auch technisch gesehen auf einem noch nie dagewesenen Standard. Nathaniel gelang es als erstem Gärtner der Welt, besonders kostbare Orchideen und Blumen in dafür denkbar ungeeigneten Breiten zu züchten. Heute sind die Orchideengärten verschwunden und nur mehr der Name einer eleganten Wohnhausanlage erinnert an die ehemaligen Stätten. Die Rothschilds hatten ja nicht nur große Talente beim Geldverdienen, also in der Industrie, sondern sie hatten auch eine Art grünen Daumen und waren hoch interessiert an allen Formen von Gärtnern, von Pflanzungen und haben hier in diesem Areal exotische Pflanzen, ganz spezielle Pflanzen zum Blühen gebracht. Die Nationalsozialisten haben die Rothschilds dann komplett enteignet, natürlich auch dieses Areal hier. Und ein Detail am Rande: Die Nazis haben dann der Stadt Wien das Areal um 400.000 Reichsmark verkauft. Man kann durchaus von einem Spottpreis sprechen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1945, waren hier extreme Bombenschäden. Trotzdem hat man das Areal genutzt, um Gemüse anzubauen und konnte so der Wiener Bevölkerung helfen. Der nördliche Teil des Heiligenstädter Parks war der Garten der Familie Rothschild. Dass sich der Garten heute wieder in den öffentlichen Park integriert, sich also im Besitz der Stadt Wien befindet und der Bevölkerung ein herrliches Naherholungsgebiet ist, verdankt Wien der Erbin Clarisse von Rothschild. Sie hat im Zuge der Restituierung gegen Abgeltung auf ihr Erbe zugunsten der Stadt Wien verzichtet. In dem imposanten Gebäude hinter mir wurde niemals gewohnt. Es war immer nur Geld zu Hause. Ja, und wenn es ums Geld geht in Wien, dann hat sehr oft ein Rothschild damit zu tun gehabt. In diesem Fall Anselm Salomon Freiherr von Rothschild, der ursprünglich bei seinem Onkel in Paris tätig war als Bankier. Aber man ist hier in Wien auf ihn aufmerksam geworden. Ein Kreis rund um Metternich hat ihn dann überredet, nach Wien zu kommen. Und er hat gleich etwas sehr, sehr Wichtiges und Interessantes gemacht. Er war einer der Mitbegründer der Kreditanstalt, die dann 40 Jahre lang hier in diesem Haus zu Hause war. Man hat große Investitionen getätigt, die sehr, sehr, sehr viel für Wien bewirkt haben. Das Schottentor hatte bis zum Bau des Bankhauses ein komplett anderes Aussehen. Hier befanden sich mehrere wenig interessante Zinshäuser. Durch den für damalige Verhältnisse ganz außergewöhnlichen Bau des repräsentativen Bankhauses am Ring wurde ein neues Finanzviertel in Wien begründet. Die Rothschilds sind engst mit dem Bankhaus verbunden. Salomon Mayer Freiherr von Rothschild war Mitbegründer der Kreditanstalt.
Viele Jahre später leitete dann sein Nachfahre Louis Nathaniel als Direktor das Bankhaus. Die Kreditanstalt ermöglichte in der Monarchie die konsequente Industrialisierung unseres Landes, denn sie war maßgeblich an der Finanzierung der Projekte im Kaiserreich beteiligt. Jetzt heißt das Bank Austria-Gebäude eigentlich den Wienern bekannt unter dem Namen Kreditanstalt-Gebäude, was auch nicht ganz richtig ist, weil es ist eigentlich für den Wiener Bankverein gebaut worden und erst durch die Krise in den 30er Jahren ist es zum Kreditanstalt-Gebäude geworden. Die eigentliche Kreditanstalt stand am Platz am Hof und das Gebäude ist aber im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Und das ist eigentlich ein typisches Gebäude, wie Banken im Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurden. Die ganze Bausubstanz, die ganze Ausstrahlung, es riecht förmlich nach Solidität. Und es ist alles in Stein und in festem Holz gemauert. Also jeder Kunde, der hier hereinkommt, dem wird vermittelt, wir sind ein felsenfest dastehendes Institut. Es hat ein Architekturkritiker mal zu diesen Gebäuden gesagt, sie schauen aus wie groß gewordene Sparkassen. Die Rothschilds sind eine, fast kann man sagen, solitäre Erscheinung im Gesellschaftsleben, weil sie eine Position innehaben, die sonst keine andere Familie innehatte. Man kann sagen, sie waren die ersten jüdischen Aristokraten, weil sie haben mit den ganzen anderen Familien, die die Ringstraße ausgemacht haben, also diese ganzen Bankiers und Großhändler, eigentlich nichts gemein, sondern sie stehen allein da, weil sie aufgrund ihres Vermögens und ihrer Internationalität sich von diesen natürlich radikal unterschieden haben. Dazu kommt noch, dass die Familie Rothschild ein interfamiliäres Netzwerk aufgebaut hat, das über ganz Europa gegangen ist. Und auch da gibt es keine andere Familie, die das so in diesem Ausmaß getan hat. Den Status, den sie einfach hatten, dass sie mit Staaten, mit Fürstenhäusern Geschäfte gemacht haben. Sie haben nicht normales Großhandelsgeschäft betrieben, vielleicht das auch. Aber ursprünglich war das natürlich eine Bank für Fürstenhäuser. Und das ist etwas, was natürlich die vielen anderen Großhandlungshäuser in Wien nicht unbedingt so waren. Vielleicht kleinere Firmen wie Arnstein und Eskeles auch oder Lehmel, die mit dem Staat Geschäfte gemacht haben, aber in dem Ausmaß und in dem Umfang, wie die Bank Rothschild oder die verschiedenen Bankhäuser Rothschilds das getan haben, da konnten die nicht mit. Man muss sich vorstellen, dass das Bankhaus Rothschild ja auf 5 europäischen Märkten gleichzeitig präsent war. Und dann natürlich so wichtige Finanzzentren wie London, wie Paris, wie Wien damals. Diese Rolle konnte kein anderes Bankhaus spielen, dass man zum Beispiel über ein Netzwerk, ein ganz gesamteuropäisches Netzwerk Geschäfte machen kann. Wenn sehr viel Vermögen entsteht, dann war es im 19. und im 20. Jahrhundert geradezu Pflicht, Teile dieses Vermögens auch wieder der Öffentlichkeit oder für das Allgemeinwohl zu opfern. In Amerika ist das ja bis heute so. Und die Rothschilds haben im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert Millionenbeträge ausgegeben für Wohltätigkeitsorganisationen und für alle möglichen Stellen wie Waisenhäuser, Spitäler. Sie haben ein eigenes Spital errichtet in Wien, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, am Währinger Gürtel. Sie haben alle möglichen Institutionen, jüdische und nicht-jüdische, gefördert nach Kräften und wirklich mit riesenhaften Beträgen. Man muss sagen, sie waren sicher die größten Wohltäter und die größten Philanthropen, die wir in Österreich im 19. und 20. Jahrhundert hatten. Obwohl die Rothschilds so viel für Österreich getan haben und obwohl sie so viel gebaut haben, hat fast nichts überlebt.
Es gibt kaum eine andere Familie mit einem ähnlichen architektonischen Erbe, die, fast kann man sagen, bewusst ausgelöscht worden ist. Die Bauten, die Palais sind alle verschwunden, bis auf ein kleines in der Prinz-Eugen-Straße. Die Gärten sind zumindest zwar noch physisch vorhanden, aber heißen nicht mehr Rothschild-Gärten. Das Spital ist weg, da steht heute das Wifi drauf. Es erinnert vielleicht noch ein Palais von Nathaniel Rothschild, das er dem Militär geschenkt hat, daran, was diese Familie war. Und das steht in Niederösterreich heute. Dieses ganze Kretzel hier hat einmal den Rothschilds gehört. Das waren 6 Parzellen, jeweils mit verschiedenen Gebäuden bebaut. Und man nimmt an, dass natürlich auch das Bankhaus auf diesem historischen Grund gestanden ist. Man redet immer wieder von dem unglaublichen Reichtum der Rothschilds. Wenn man sich das so ein bisschen genauer vorstellen möchte, die Rothschilds haben damals 285 Milliarden Euro besessen. Auch, man kann sich nicht wirklich vorstellen, aber auch die Zahl 12 Nullen wären das. Und unglaublich beeindruckend, dass das eigentlich erst zur Zeit der Maria Theresia begonnen hat. Damals in Frankfurt ein Geldwechsler, der sehr, sehr geschickt war, visionär war und der seine Kinder dann eben hinausgeschickt hat, seine 5 Söhne quasi in die Welt geschickt hat und die dann dieses enorme Vermögen begründet haben. Natürlich hatte man auch mit verschiedenen Krisen zu kämpfen, Weltwirtschaftskrisen und Kriegen, aber man ist immer den definierten Werten treu geblieben und wahrscheinlich war das Geheimnis, dass dieses unglaubliche Vermögen ständig weiter gewachsen ist und bis heute Bestand hat. Das Bankgebäude wurde von 2 maßgeblichen Architekten errichtet. Ernst von Gotthilf und Alexander Neumann legten hier wirklich neue Maßstäbe. Um die große Offenheit des Hauses nach allen Richtungen zu zeigen, sind ursprünglich 2 repräsentative Stiegenhäuser realisiert worden. Von der Ringstraße aus gelangte man direkt über die festliche Direktorenstiege in den prunkvollen 1. Stock. In den 20er Jahren führte Wien die sogenannte Stiegensteuer ein, die dazu führte, dass dieser prachtvolle Eingang geschlossen werden musste. Die Rothschilds waren auch die Gründer einer allerersten europäischen Gemeinschaft, die damals wirklich auch genau so geheißen hat. Das System relativ einfach. Ein Vater schickt seine klugen und wiffen 5 Söhne in die Welt hinaus mit gewissen Direktiven. Diese Söhne gründen Zentren, und zwar in Frankfurt, in Wien, in Paris, in London und in Neapel. Wann immer dort etwas passiert, sammelt man die Informationen, man gibt sie an die Geschwister weiter, bündelt das Ganze dann in Frankfurt und entwirft eine Strategie, wie man geschäftlich weiter fortfahren will. Also ein besseres System kann man sich gar nicht vorstellen. Meyer Amschel Rothschild lebte bis 1812 und konnte den europaweiten Erfolg seiner Familie noch genießen. Die Rothschilds setzten neue, noch nie dagewesene Maßstäbe. Diskretion und Vorsicht galten bei den Rothschilds als erste Grundlage für ihr Handeln. Wer immer diskret bleibt, ist überall gerne gesehen. Eine Haltung, die die Familie mit dem Kaiserhaus verband. Kaiser Franz Josef hat die Rothschilds, ohne die er bankrott gegangen wäre, erst in den 1880ern für hoffähig erklärt und der Familie dadurch endlich den Status verliehen, der ihnen längst gebührt hätte. Weitblick und Beharrlichkeit nannte Amschel seine Zugpferde, die symbolisch den Erfolgswagen der Rothschilds wie einst Apoll durch Europa gezogen haben. Das Wappen der Familie Rothschild ist sehr, sehr interessant. Wir haben gleich 3 Symbole. Wir haben Concordia, Integritas und, ein ganz seltener Fall, Industria. Concordia, wir wissen, das ist die römische Göttin der Eintracht. Das braucht man natürlich im Geschäft. Man will ja vorwärts kommen, man will nicht streiten, also etwas ganz Wichtiges. Integritas hat zu tun mit
Unbescholtenheit, mit Redlichkeit. Manchmal wird es auch mit Gesundheit übersetzt. Alles wichtige Bestandteile des Geschäftslebens und Industria natürlich Fleiß, Ehrgeiz, der Wille, etwas zu bewirken. All das findet sich in diesem hochinteressanten Rothschild-Wappen wieder. Das außergewöhnlichste Detail des Wappens? In der Hand gehaltene 5 Pfeile. Sie standen ursprünglich für die 5 Söhne von Mayr-Amschel und ihre vereinte Ausrichtung in die Welt. Die haltende Hand symbolisiert den Zusammenhalt und das Miteinander. Man setzt sich für die gleichen Ideale ein, kämpft in derselben Sache. Würde ein Pfeil brechen, können die anderen noch immer die Kraft in die gewählte Richtung weiterführen. Sie sind als Pfeilbündel nahezu unverwundbar. Das Wappen ist somit nicht nur Erkennungsmerkmal der Familie, es spiegelt ihre Unternehmensphilosophie wider und wurde in den Palais stets als Dekoration integriert. Jeder Gast sollte sofort erkennen, dass der Erfolg der Familie den von ihnen gelebten Tugenden zu verdanken war. Bei den Rothschilds war gar nichts dem Zufall überlassen. Sogar der Lebensstil war ein bisschen konzertiert. Das heißt, in ganz Europa hat man ähnliche Manieren gepflegt, man wurde ähnlich erzogen, die Kinder wurden in ähnliche Schulen geschickt. Und das war natürlich sehr wichtig. Man wollte auch repräsentieren und der Gesellschaft zeigen, auf welcher Ebene man sich eingefunden hat. Dazu gehörte natürlich, dass man viele berühmte Musiker oder Maler kannte. Man hat auch selbst Klavier gespielt und gemalt. Es war natürlich auch ganz wichtig, welcher Architekt hat das jeweilige Palais errichtet, welcher Koch hat das Menü zusammengestellt und welcher Gärtner war für den Garten, für die Blumen verantwortlich. All das war natürlich auch der Repräsentation dienlich und hat gezeigt, auf welcher Ebene sich die Rothschilds innerhalb der Gesellschaft befinden. Es war ein strikter Plan, der stets mit immensen Mitteln in jedem Haus der Rothschilds realisiert wurde. Das Sammeln von Möbeln, Gemälden und wertvollen Einrichtungsgegenständen unterstrich den Status der Familie. Auch hier verfolgte man die Idee der Sammlungen von Königshäusern. Zum perfekten Lebensstil gehörte auch Musik. Man pflegte das Klavierspiel auf höchstem Niveau. Chopin gab Madame la Baronne Nathaniel Rothschild Klavierunterricht und komponierte sogar einen Walzer für sie. Der Lebensstil der Rothschilds wurde sowohl in der Stadt als auch am Land gepflogen. Wenn die Umgebung es erlaubte, hatte die Familie eine Vorliebe für großzügige Märchenschlösser. Das sollte die Internationalität der Familie unterstreichen. Nathaniel Mayr-Freiherr von Rothschild ließ sich in Reichenau an der Rax ein französisch anmutendes Schloss errichten. Pikantes Detail am Rande: Das Bauwerk wurde nie wirklich fertiggestellt oder bewohnt. Nathaniel verlor bald das Interesse an der Liegenschaft und überließ das prachtvolle Anwesen dem K&K Kriegsministerium. Es gibt wohl kaum eine andere Familie, die von sich behaupten konnte, sogenannte mobile Architekten zum Dienstbotenstab zu zählen, um Prachtbauten in einem für das Land untypischen Stil zu entwerfen. Das Engagement der Rothschilds war an Vielseitigkeit nicht zu überbieten. Sogar in Domänen, die man Bankiers und Herren der Industrie nicht zuordnen würde, haben die Rothschilds Geschichte geschrieben. Ja, vielleicht fragen Sie sich, was ich gerade inmitten eines Fußballfeldes hier mache, aber der Beginn des Fußballs in Österreich und in Wien hat ganz eng mit der Familie Rothschild zu tun. So um die Jahrhundertwende 1894 hatte Rothschild große Gärtner und hat englische Gärtner angestellt, die immer wieder Fußball gespielt haben. Dem Rothschild war das natürlich gar nicht so recht, weil man hat auch Pflanzen zerstört. Was hat er gemacht? Er hat eine große Wiese gekauft, die Kuglerwiese hier. Und 1894 hat man hier die Vienna gegründet, ein Fußballclub, der heute noch aktiv ist, genauso heißt. Das Wappen schaut auch noch genauso aus wie damals. Und dieser Club geht auf die Familie Rothschild zurück. Und noch etwas Revolutionäres verdanken wir den Rothschilds: den Bau der Kaiser Ferdinand Nordbahn, der ersten Bahnlinie der Monarchie.
Salomon Rothschild erkannte früh die Wichtigkeit der Eisenbahn für das Wachstum einer neuen Gesellschaft. Schon 1836 bekam er das kaiserliche Dekret für den außergewöhnlichen Bau. Ein großes Privileg und wieder ein fulminanter Erfolg für die Rothschilds. Er konzipierte ein komplettes Eisenbahnnetz im Ausmaß von beeindruckenden 2200 Kilometern. Gigantische Weiten für damalige Verhältnisse. Es gab nichts Vergleichbares. Salomon erkannte sofort die vielfältigen Möglichkeiten, die sich für die Wirtschaft dadurch boten, und unterstützte mit eigenen Mitteln den nördlichen Teil des Projekts, eine etwa 450 Kilometer lange Bahnstrecke. Die geplante Strecke begann in Wien, führte bis nach Mähren und wurde in kürzester Zeit realisiert. Es war das erste funktionierende Bahnnetz der Monarchie für Güter- und Personenverkehr. Das Netz funktionierte erstmals mit einem fixen Fahrplan und war bekannt für seine Verlässlichkeit. Gleich 3 Rothschild-Brüder waren profunde Sammler, die nicht wahllos irgendwelche Kunstgegenstände zusammengetragen haben, sondern da wirklich strategisch vorgegangen sind. Alles, was die Rothschilds in Angriff genommen haben, war ja durchdacht und war nicht dem Zufall entsprungen. Die Nazis haben diese wunderbaren, äußerst wertvollen Kunstsammlungen natürlich zerschlagen. Sie haben gesagt, die Rothschilds, die leben im Luxus, ausschweifend und dekadent, und haben ihnen die Sammlungen weggenommen. Kostbarkeiten aus allen Jahrhunderten haben die Rothschilds mit viel Geschmack und profundem Wissen zusammengetragen. Ihr Respekt vor den Kulturen der Welt hat sich in der Vielfalt der Kunstwerke widergespiegelt. Die Gemälde und Kunstschätze verstanden sich als ganz bewusste Anlehnung an die königlichen Kunstkammern. Man hat die eigenen Häuser geschmückt. Die Gemälde und Kunst waren ein selbstverständlich gelebter Teil des Alltags. Neben dem Ausdruck von sozialem Prestige und Reichtum lieferte man durch die Sammlungen auch den Beweis von elitärer Bildung. Hier, wo jetzt ein Nachkriegsbau steht, ist einmal das Palais Rothschild gestanden. Die Rothschilds 1822 nobilitiert. Die hat es ja nie an die Ringstraße gezogen, wo viele andere adelige Familien ihre Paläste erbaut haben. Nein, man wollte lieber hier leben und wohnen, vielleicht in der Nähe vom Fürst Schwarzenberg oder oben vom Prinz Eugen. Hier stand das Grand Palais, ein wunderschöner, riesiger Palast im französischen Renaissance-Stil mit einer prachtvollen Eingangshalle, riesige Gärten dahinter, ein Tiepolo an der Decke. Also das Ganze muss unglaublich beeindruckend gewesen sein. Es war relativ zerbombt, wurde nach dem Krieg abgetragen und heute hat die Arbeiterkammer Wien hier ihr Zentrum eingerichtet. Das Grand Palais Rothschild hatte die Ausmaße eines Schlosses und einen durchaus wehrhaften Charakter. Mit seinen hohen Mauern sah es fast aus wie eine französische Königsresidenz. Wenn man bedenkt, dass sein Erbauer Albert Rothschild im frühen Kindesalter eine traumatische Flucht erlebt hat, versteht man sein Bedürfnis nach Schutz und die für Wien völlig untypische Architektur. Ein einziger Raum, das ehemalige Musikzimmer des Grand Palais, ist bis heute erhalten geblieben. Beim Abbruch des Hauses nach dem Krieg wurde das elegante Interieur gerettet und schmückt heute den großen Saal einer Tanzschule in Hernals. Die so bewusst gewählte Nachbarschaft der Rothschilds, die alten Familien mit ihren großen Gärten und ihrem weltmännischen Lebensstil, hat der Familie nicht geholfen, dauerhaft in Wien Wurzeln schlagen zu können. Unmittelbar nach der Besetzung Österreichs durch die deutsche Wehrmacht wurde der Besitz der Familie Rothschild arisiert. Im Grand Palais zog die Zentralstelle für jüdische Auswanderung ein, deren Hauptaufgabe die Vertreibung der Juden aus Österreich war. Die Mitglieder der Familie Rothschild versuchten sich vor den Nazis zu retten. Manche flohen nach England und Amerika, andere fanden ihr tragisches Ende in Konzentrationslagern. Die beschlagnahmten Kunstgegenstände wurden in Depots gelagert. Die Nazis wollten ihre eigenen Museen damit bestücken.
Eine der ersten Verhaftungen galt Louis Rothschild. Die neuen Machthaber haben natürlich gewusst, da ist viel, viel Geld zu holen. Und Louis Rothschild musste 1/4 des gesamten Privatvermögens in bar hinterlegen. Erst dann durfte er ausreisen. Man hat das die Reichsfluchtsteuer genannt. Und man muss sich vorstellen, nach dem Krieg hat Louis Rothschild nichts zurückverlangt. Ganz im Gegenteil. Er hat der Republik Österreich die Gründe geschenkt, die Palais geschenkt. Man muss sich vorstellen, alles war ja im Krieg enteignet worden. Die Palais waren weg, wurden zu Büros umfunktioniert. Die ganzen Betriebe wurden zerschlagen, verkauft oder an die Machthaber übergeben, die es dann weitergeführt haben. Also da hat er sich unglaublich großherzig gezeigt. Die einzige Vorgabe, die er gehabt hat, war, man muss seinen Angestellten die Pensionen auszahlen. Das hat er verlangt, den Rest hat er der Republik überlassen. Und wenn man so denkt, finde ich, hätte man sich vielleicht auch noch im Familienwappen eine eigene Symbolik für Großherzigkeit und für Großmut denken können. Im Dienste der Rothschilds zu stehen, war ein Recht gewesen, das man sogar in die nächste Generation weitergeben durfte. Von den 3 Wiener Palais der Familie Rothschild, die in unmittelbarer Nachbarschaft gestanden sind, hat nur die heutige Residenz der Botschaft von Brasilien überlebt. Nur dort spürt man noch einen Hauch vom Lebensstil der Rothschilds. Einige Ideen und unternehmerische Gedanken der Rothschilds haben bis heute überlebt und lassen sich in Österreichs Wirtschaft wiederfinden. Herr Doktor, wenn der Begriff Rothschild fällt, der Familienname Rothschild, was kommt Ihnen so, was schießt ins Gehirn ein, welche Begriffe? Ich glaube, was man langläufig damit assoziiert, ist einmal Vermögen, Geld, aber vor allem auch, glaube ich, erfolgreiches Unternehmertum. Und eine Familie, die sich über Generationen entwickelt hat, die sicher schwierige Zeiten und große Herausforderungen in der Nazizeit und so weiter hinter sich gehabt hat, aber die am Ende doch immer sehr erfolgreich war in den Schritten, die sie getan hat. Breit im Unternehmertum, Österreich auch im Finanzbereich, ja, wie wir wissen, in der Kreditanstalt, aber ein sehr breites Feld an unternehmerischer Tätigkeit. Das erste Mal, wo ich mit dem Namen konfrontiert war, war eigentlich in Frankreich, wo ich damals in einer amerikanischen Bank gearbeitet habe und die Bank Rothschild halt jenen Ruf hatte als die wichtigste private Bank in Paris zu dem Zeitpunkt. Das ist zwar lange her, ist heute wahrscheinlich nicht mehr so, weil die Bank verkauft wurde, aber natürlich assoziiert man damit eine Familie, die über viele Generationen hindurch beispielgebend für Unternehmertum in ganz Europa war. Der erste Rothschild, der nach Österreich gekommen ist, war Mitbegründer der Kreditanstalt. Dieser Geist, ist das noch ein bisschen spürbar? Und welche Rolle hat denn die Kreditanstalt damals gespielt und spielt vielleicht heute auch noch? Ja, die Kreditanstalt war die monetäre Visitenkarte Österreichs. So hat es ja einer der Generaldirektoren einmal genannt. Ich glaube, das ist durchaus richtig gewesen in der Zeit. Und was man in der Kreditanstalt wirklich spüren konnte, obwohl sie zu der Zeit, wie ich dort war, eine verstaatlichte Bank war ein ganz starker unternehmerischer Spirit. Und wahrscheinlich ist dieser unternehmerische Spirit ein Rest oder ein Teil der Gene der Familie Rothschild, die in der Bank drinnen waren. Und die war ja nicht nur eine Bank, hatte ja auch eine große Industriebeteiligung. Aber diese unternehmerische Seite war durchaus sehr ausgeprägt. Und alle Menschen, die dort gearbeitet haben, und es gibt heute viele, die erfolgreich in unterschiedlichen Banken tätig sind, die haben diesen unternehmerischen Spirit auch in sich. Und das vereint irgendwie alle, die dort waren, die in der CA waren. Rothschild war ja, glaube ich, auch deswegen so erfolgreich, weil er seine 5 Kinder verschickt hat auf den ganzen Kontinent. Nach Paris, nach London, nach Frankfurt, nach Mailand und nach Wien. Kann man da auch ein bisschen was lernen von diesem Grundgedanken? Naja, also ich denke, dass das Kennenlernen von anderen Kulturen auch in der heutigen Zeit eine große Bedeutung hat, wiewohl durch die moderne Kommunikationstechnologie sozusagen die Welt näher zusammengerückt ist. Aber die Kultur eines Landes zu erleben und davon zu lernen, erweitert den Horizont und ich würde es heute genauso machen. Ja. Haben Sie irgendeine persönliche Beziehung, Rothschild, irgendetwas in Ihrem Leben, wo wir eine Verbindung herstellen können? Naja, seit ich weiß, dass sie den Vienna Fußballclub gegründet haben und das mein Heimatclub war und mein Heimclub war, hat das natürlich eine Verbindung, nicht? Also ich habe als Bub sehr viel Fußball gespielt und dann später auch und Vienna war mein Heimatclub. Ja? Also insofern habe ich eine Verbindung.
Ein kleines Stück des Palaisgartens ist noch existent. Dort erzählen zeitgenössische Kunstwerke in ihrer Sprache vom Ende der Rothschilds in Wien. Diese alten Mauern sind der letzte Rest des Grand Palais, des Rothschild-Palais in der Prinz-Eugen-Straße. Es ist erstaunlich, in welchem Maße die Familie Rothschild heute noch im Bewusstsein der Menschen in Österreich verankert ist. Der Name ist nach wie vor bekannt, aber darüber hinaus gibt es nach wie vor eine Unzahl von kulturellen Denkmälern, wirtschaftlichen Aktivitäten, die all die Zeiten überdauert haben, die an diese großartige Familie erinnert. Nach dem Krieg haben sich die Mitglieder der Familie in der Öffentlichkeit eigentlich nie darüber geäußert, was mit ihnen passiert ist, über die Enteignung, über die Vertreibung aus ihrer eigentlichen Heimat. Und auch das spiegelt diese großzügige Nonchalance dieser Familie wider. Darüber hinaus war ich selbst erstaunt, so viel zu hören, was die Rothschilds alles gemacht haben, an welchen Dingen sie beteiligt waren. Ja, nicht nur Industrie, Wirtschaft, nein, zum Beispiel, wir haben es ja auch gehört, auch der Fußball in Österreich, in Wien, wäre ohne die Familie nicht denkbar. Und ja, ich habe schon gesagt, das hat mich auch ganz schön überrascht.